Du hast dein Handy in der Hand. In deiner Hosentasche hast du praktisch 100 potenzielle Partner. Du hast 20 neue Nachrichten auf dem Bildschirm. Du wischst nach links, du wischst nach rechts. Ja, das kennen wir alle. Genau. Und trotzdem fühlst du dich in diesem Moment absolut leer. Du bist allein. Warum macht uns diese Maschine, die uns eigentlich verbinden soll, am Ende so schrecklich einsam? Das ist eine harte Frage. Ja, aber eine wichtige. Wir schauen heute genau auf dieses Problem. Wir analysieren unser Material über Liebe, Dating und Einsamkeit in der modernen Welt. Die Frage für unsere Diskussion ist klar. Zerstören Dating-Apps echte menschliche Verbindungen oder sind sie einfach nur notwendige moderne Werkzeuge? Und ich vertrete die Meinung, dass Apps nur Werkzeuge sind. Das eigentliche Problem sind unsere falschen Erwartungen an die Liebe. Also gut, dann lass uns direkt tief in die Argumente gehen. Ich sehe das Problem nämlich jeden Tag. Und unser Textmaterial zeigt das auch sehr deutlich. Okay, schieß los. Deutschlerner, kennt ihr das? Der Sprecher sagt, schieß los. Im Deutschkurs lernt man oft, beginnen Sie bitte. Aber unter Freunden oder Kollegen sagt man, schieß los, wenn jemand anfangen soll zu erzählen oder eine Idee zu präsentieren. Es klingt viel natürlicher und lebendiger. Du kennst das doch bestimmt auch. Du öffnest die App, du siehst ein Foto von einem Menschen. Ein echter Mensch, ne? Mit Hoffnungen, mit Ängsten, mit einer Familie. Aber wie lange schaust du dieses Foto an? Naja, oft nicht sehr lange. Genau, vielleicht 2 Sekunden. Wenn dir die Nase nicht gefällt, wischst du nach links. Der Mensch ist weg. Für immer. Das ist doch kein echter menschlicher Kontakt mehr. Aber warte mal, das ist doch nur der erste Schritt. Ja, aber die App funktioniert wie ein Spielautomat im Casino. Du ziehst den Hebel, also du wischst nach rechts, und dann hoffst du auf den Gewinn. Dein Gehirn bekommt einen kleinen Kick, ein bisschen Glücksgefühl. Aber du suchst keine echte Liebe. Du bist süchtig nach diesem Spiel. Der Mensch auf dem Bildschirm wird zu einem einfachen Objekt gemacht. Wie ein T-Shirt im Supermarkt. Ich finde den Vergleich schwierig. Das führt aber zu einem enormen Problem. Es heißt das Paradoxon der Wahl. Zu viele Optionen machen uns nicht frei. Sie machen uns unfähig zu wählen. Also, ich höre dir zu. Und ich verstehe deine Kritik an diesem System. Wirklich. Natürlich wirkt dieses schnelle Wischen extrem kalt. Sehr kalt, ja. Es sieht oberflächlich aus. Aber ich muss mich hier sofort und leidenschaftlich dagegen stellen. Deine Perspektive ist viel zu negativ. Wieso negativ? Das ist die Realität. Nein, wir müssen die echte Realität sehen. Denk doch mal zurück. Wie war das Leben vor 30 Jahren? Ruhiger. Ja, aber die Menschen haben im gleichen kleinen Dorf gelebt. Man traf Leute morgens im Zug oder bei der Arbeit. Man kannte die Familien schon. Es war leicht, jemanden zu finden. Stimmt. Aber schau dir uns junge Menschen heute an. Wir sind Mitte 20. Wir ziehen nach dem Studium in eine völlig neue, riesige Stadt, nach Berlin, Hamburg. Alles ist groß und absolut anonym. Ja, das Leben ist anonymer geworden, aber... Lass mich das kurz beenden. Du kennst deine eigenen Nachbarn nicht. Du arbeitest 40 Stunden in der Woche. Am Abend bist du müde. Wie genau sollst du neue Menschen kennenlernen? Naja, in einer Bar vielleicht? Wenn du so müde bist. Die Dating-App ist in dieser harten Welt einfach nur ein Werkzeug. Wie eine Brücke über einen Fluss. Sie hilft dir auf die andere Seite. Aber laufen musst du selbst. Wenn wir die App wie einen Spielautomaten nutzen, ist das unser Fehler. Nicht der Fehler vom Handy. Aber das Werkzeug formt doch unsere Gedanken, weißt du? Wenn das Werkzeug so schnell und oberflächlich ist, dann werden unsere Gedanken auch oberflächlich. Das glaube ich nicht. Doch. Lass mich das mit dem Paradoxon der Wahl nochmal erklären. Stell dir vor, du gehst in ein kleines Restaurant. Es gibt 3 Gerichte. Du wählst Pizza und bist glücklich.
Okay. Jetzt gehst du in ein riesiges Restaurant mit 100 Gerichten. Du isst die Pizza, aber dein Gehirn denkt die ganze Zeit, war das richtig? Vielleicht ist die Pasta besser. Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Dein Gehirn blockiert. Und genau das passiert auf den Apps. Wir haben 100 Optionen in der Hosentasche. Wir haben ein tolles Date, aber wir denken, ja nett, aber vielleicht ist der nächste Mensch noch schöner. Diese ständige Angst macht echte Bindung unmöglich. Ich komme da von einer anderen Seite und greife genau dieses Argument der oberflächlichen Apps an. Okay? Du gibst der Technologie die Schuld für etwas, das tief in uns selbst kaputt ist. Wir haben eine völlig falsche, fast giftige Vorstellung davon, was Liebe überhaupt ist. Giftig? Ja, extrem. Woher haben wir diese Vorstellung? Aus Hollywood-Filmen, aus Serien und Liedern. Wir haben gelernt, Liebe bedeutet großes, lautes Drama. Wir suchen ständig nach diesem einen riesigen Gefühl. Schmetterlinge im Bauch, weißt du? Ja, natürlich. Jeder kennt Schmetterlinge im Bauch. Man sitzt beim Date. Man ist total nervös. Die Hände schwitzen, das Herz schlägt extrem schnell. Wir denken dann, wow, das ist intensiv. Das muss Liebe sein. Und ist es das nicht? Nein. Weißt du, was diese Schmetterlinge biologisch gesehen wirklich sind? Du erklärst jetzt, dass das alles nur Biologie und Chemie ist, richtig? Ganz genau. Diese Schmetterlinge sind überhaupt keine Romantik. Sie sind eigentlich nur Stress. Krass. Deutschlerner, habt ihr das gehört? Gerade wurde im Gespräch das Wort krass benutzt. Das ist das absolute Lieblingswort vieler Deutscher für das B1-Niveau. Man nutzt es für alles, was heftig, extrem oder unglaublich ist. Ob eine Nachricht gut oder schlecht ist, mit einem erstaunten krass reagiert man im Alltag fast immer richtig. Ja, das ist pure Biologie aus der Steinzeit. Wenn wir einen fremden Menschen treffen, geht das Nervensystem in einen Alarmzustand. Das Gehirn fragt, ist dieser Mensch eine Gefahr? Muss ich weglaufen? Also eine Fluchtreaktion. Exakt. Der Körper produziert in diesem Moment extrem schnell das Hormon Cortisol. Das ist ein Stresshormon. Das ist keine Magie, das ist Panik im Körper. Und wir suchen ständig nach diesem Stress und denken, es ist tiefe Romantik. Okay, aber was hat das mit der App zu tun? Wenn wir diesen harten Stresskick auf dem Date nicht in den ersten 5 Minuten fühlen, sagen wir, oh, es gibt keine Chemie. Und wir wischen sofort weiter. Wir sind süchtig nach dem Stresshormon, nicht die App ist schuld. Ich verstehe, warum du das denkst, aber lass mich dir eine andere Perspektive zeigen. Move beyond the grammar books with your German Learning Live podcast for level A2 to B1. Ich stimme dir absolut zu, dass Liebe kein wilder Blockbuster-Film ist. Dieser Cortisol-Kick ist eine Lüge. Genau. Aber genau deshalb, genau wegen dieses falschen Bildes in unseren Köpfen, sind Dating-Apps so extrem schädlich. Sie machen alles noch schlimmer. Inwiefern? Wahre Liebe ist laut unserem Material etwas ganz anderes. Wahre Liebe ist Geborgenheit. Geborgenheit ist ein tiefes, ruhiges Gefühl. Das Nervensystem sagt, ich bin sicher. Ich muss nicht kämpfen, ich muss nicht rennen. Man muss absolut keine Show machen. Du sitzt einfach am Sonntag in kaputter Kleidung auf dem Sofa. Ja, das ist ein schönes Bild. Aber auf Dating-Apps ist diese echte Geborgenheit völlig unmöglich. Warum? Weil die Architektur der App uns dazu zwingt, immer zu performen. Du musst das perfekte Foto haben, du musst einen intelligenten Text schreiben, du verkaufst dich selbst. Die App zwingt uns, Schauspieler zu sein. Da machst du aber einen logischen Fehler. Welchen denn? Die App ist doch nur der allererste Kontakt. Niemand auf der ganzen Welt erwartet Geborgenheit am ersten Tag oder im ersten Chat. Das ist unmöglich. Aber die App... Geborgenheit braucht Zeit. Manchmal Jahre. Natürlich spielst du am Anfang ein bisschen. Du zeigst deine beste Seite. Das machst du auch in einer Bar, oder? Du ziehst dir etwas Schönes an. Ja, schon. Die App ist nur die Tür zu einem neuen Menschen. Du gehst durch die Tür, triffst die Person im echten Leben und dann fängt die echte Arbeit an. Aber die Realität ist, die meisten Menschen bleiben heute vor der Tür stehen. Sie gehen nicht hinein, weil die App uns jeden Tag lehrt, dass die nächste Tür vielleicht schöner aussieht. Naja. Und das führt mich zu einer extrem wichtigen Frage aus unserem Text.
Eine Frage, die wirklich wehtut. Okay, ich bin gespannt. Wann hast du dich zuletzt von einem anderen Menschen wirklich gesehen gefühlt? Gesehen gefühlt? Wie meinst du das genau? Ein Aussehen gelobt, nicht für deinen coolen Job respektiert, sondern tief in dir drin gesehen, so wie du wirklich bist, mit all deinen Fehlern und Ängsten. Mhm. Diese ständige App-Welt macht unsere Seele kaputt, weil sie uns zwingt, harte Masken zu tragen. Wir zeigen niemals unser echtes, wahres Ich auf einem Profil. Wir zeigen das Urlaubsbild aus Italien. Klar, man zeigt nicht seine Tränen auf Tinder. Genau, wir zeigen niemals die Tränen am Sonntagabend. Wenn wir aber immer diese perfekten Masken tragen, wird echte Verbindung unmöglich. 2 Masken können sich nicht lieben. Deshalb fühlen sich heute so viele junge Menschen extrem leer, auch mit 200 Matches. Das ist sehr poetisch gesagt. Aber ich halte entschieden dagegen. Masken tragen wir überall in unserem Leben. Das kommt nicht vom Smartphone. Wirklich überall. Ja? Denk mal nach. Du trägst eine professionelle Maske bei der Arbeit, weil du stark wirken musst. Du trägst eine Maske bei deinen Freunden, weil du keine Probleme machen willst. Zu sagen, dass nur die App uns zwingt, Masken zu tragen, ist zu einfach. Aber die App macht diese Maske zur absoluten Regel. Auf der Arbeit gehst du nach Hause und legst die Maske ab. Lass mich das genauer erklären. Wir müssen hier einen sehr wichtigen Unterschied aus unserem Text machen. Es ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Okay, ja, das stand im Text. Alleinsein ist neutral. Du bist physisch allein. Das kann sehr positiv sein. Du liest ein Buch, trinkst Tee, du brauchst das. Aber Einsamkeit ist etwas völlig anderes. Einsamkeit ist dieses dunkle, schmerzliche Gefühl, keine echte Verbindung zu haben. Richtig. Du kannst auf einer lauten Party mit 50 Menschen stehen, alle trinken und lachen und du fühlst dich total einsam. Diese moderne Einsamkeit ist das wahre Problem unserer Generation. Dating-Apps versuchen nur, diese Einsamkeit zu lindern. Ein verzweifelter Versuch, eine Stimme zu hören. Dein Deutschlernen A2 B1 Live Podcast. Hör dich rein ins echte Alltagsdeutsch. Aber sie sind ein sehr schlechter Versuch, weil sie genau diese dunkle Einsamkeit noch größer machen. Du bist einsam auf der Party, weil niemand dein wahres Ich kennt. Ja, aber... Und du bist einsam auf der Dating-App, weil dort Tausende von Masken sind. Wir schreiben wochenlang, hey, wie geht es dir? Und die Antwort ist immer, gut, danke. Wir wissen beide, das ist oft eine Lüge. Wenn wir diese perfekte Oberfläche niemals durchbrechen, bleiben wir für immer einsam. Egal wie viele Apps wir haben. Und genau an diesem Punkt sind wir beim Kern des Problems angekommen. Es ist nicht das Wischen auf dem Handy. Es ist etwas viel Tieferes in uns selbst. Ich führe hier das stärkste Argument aus dem Text ein. Bindungsangst. Bindungsangst? Du denkst ernsthaft, das ist der Hauptgrund? Ja, absolut. Die Leute haben unbewusst panische Angst davor, sich einem anderen Menschen wirklich zu zeigen, weil echte Verletzlichkeit ein enormes Risiko ist. Mhm. Stell dir vor, du legst die Maske ab, du zeigst deine Ängste und die Person sagt, nein, du bist mir zu kompliziert und geht weg. Dieser Schmerz ist wie Feuer. Unser Gehirn will das um jeden Preis vermeiden. Okay, das verstehe ich. Genau deshalb bleiben wir lieber an der Oberfläche in den Chats. Die App ist ein Schutzraum vor echtem Schmerz. Wenn der Chat nicht läuft, drückst du einen Knopf, du löschst die Person. Kein Schmerz, aber auch keine echte Liebe. Das Problem ist unsere Angst, nicht das Handy. Das ist ein interessanter Punkt. Die Angst vor Verletzung ist real, das leugne ich nicht. Es erfordert extrem viel Mut, nackt vor jemandem zu stehen. Aber genau da liegt mein großes Problem mit deiner Theorie, dass Apps nur neutrale Werkzeuge sind. Warum? Ein Werkzeug ist niemals neutral. Ein Auto macht das Reisen leichter. Und diese Apps machen es uns extrem schwer, mutig zu sein. Sie trainieren unser Gehirn wegzulaufen. Wie meinst du das genau? Wie trainieren sie uns? Wenn du früher einen kleinen Streit hattest, musstest du reden.
und das Problem klären, weil du wusstest, es ist extrem schwer, morgen jemanden Neues zu finden. Du warst mutig, weil du keine Wahl hattest. Okay, und heute? Ein falsches Wort im Chat und boom, unmatched. Du blockierst die Person in einer Sekunde. Die App gibt uns immer den absolut leichtesten Ausweg. Wir müssen uns der Bindungsangst nie stellen. Und deshalb erreichen wir niemals dieses andere Konzept aus unserem Material. Du meinst dieses besondere Gefühl? Ja, genau. Das Gefühl, sich völlig aufgehoben zu fühlen. Und jetzt ein Wort für die Seele, liebe Deutschlerner. Gerade sprach die Moderatorin davon, sich aufgehoben zu fühlen. Dieses Wort ist wunderschön und typisch deutsch. Es bedeutet viel mehr als nur sicher. Es beschreibt das Gefühl, wenn man alle Sorgen loslassen kann, weil man weiß, dass ein anderer Mensch für einen da ist. Es ist eines der stärksten Gefühle in einer Beziehung. Das ist noch mehr als Geborgenheit. Du bist müde vom Leben, du bist bei diesem einen Menschen und du fällst einfach, wie ein kleines Kind. Ja, das ist wunderschön. Du weißt absolut sicher, dieser Mensch fängt dich auf. Dieses völlige Fallenlassen braucht enorm viel Mut. Aber wenn ich tief in mir weiß, dass mein Partner durch das Paradox of Choice denkt, draußen gibt es etwas Besseres, wie kann ich mich dann jemals wirklich fallen lassen? Das ist wirklich ein starkes Bild. Wie ein Kind, das sich fallen lässt. Wir alle suchen genau nach diesem Moment auf der Welt. Aber ich glaube weiterhin, du machst es dir zu leicht. Wie das? Die App hat keine Arme. Sie stoppt dich nicht aktiv davor, mutig zu sein. Du bist erwachsen. Irgendwann musst du das Handy weglegen, in die Augen der Person schauen und sagen, okay, ich lösche heute Abend diese App, ich konzentriere mich nur auf dich. Ja, aber... Das ist deine persönliche Verantwortung. Wenn du immer weiter wischst, bist ganz allein du das Problem. Deine Angst, nicht die Technik. Aber du vergisst das Wichtigste. Das System ist genau darauf programmiert, dass wir bleiben. Die Apps wollen absolut nicht, dass wir mutig sind. Sie wollen, dass wir süchtig nach dem nächsten Match bleiben. Naja, sie sind Firmen, klar. Sie wollen diesen Cortisol-Kick. Ein glücklicher Mensch nutzt die App nicht mehr. Sie sind dafür gebaut, dass wir Konsumenten bleiben. Und ein Mensch, der wie ein Käufer im Supermarkt denkt, kann nicht bedingungslos lieben. Ein Käufer vergleicht immer. Echte Liebe sagt, du bist genug. Das klingt sehr philosophisch, aber schau dir die echte Praxis an. Millionen von Menschen haben über diese Apps ihren Partner gefunden. Echte Menschen. Sie haben Familien gegründet und fühlen sich absolut aufgehoben. Das sind Ausnahmen. Nein, es funktioniert jeden Tag. Man muss nur wissen, wann die Brücke zu Ende ist. Wenn die App dir hilft, einen Menschen zu treffen, hat sie ihren Job gemacht. Sehr viele können das aber nicht mehr. Das Paradoxon der Wahl ist wie ein kleines Virus im Kopf. Selbst in einer festen Beziehung denken manche im Bett, hätte ich noch weiter wischen sollen? Der Partner spürt diese unsichtbare Distanz. Dann gibt es keine echte Geborgenheit. Diese Zweifel gab es aber schon immer. Früher dachte man im Dorf, hätte ich lieber den Nachbarn heiraten sollen? Der Mensch ist nicht perfekt. Die App macht diese Zweifel heute nur lauter. Sie zeigt uns im Spiegel, wie wir wirklich sind. Also gut. Lass uns langsam zum Fazit unserer intensiven Diskussion kommen. Ich glaube, wir haben unsere Positionen sehr deutlich gemacht. Auf jeden Fall. Ich bleibe am Ende fest bei meiner Meinung. Die ständige Illusion der perfekten Auswahl sabotiert unsere Fähigkeit, echte Liebe aufzubauen. Das Paradox of Choice macht uns zu kühlen Käufern. Wir suchen den schnellen Kick durch Stressschmetterlinge und zerstören die Chance auf ruhige Geborgenheit. Wir verlernen, unsere harte Maske fallen zu lassen. Und ich fasse meine Perspektive am Ende so zusammen. Die Apps sind nur der Spiegel unserer Gesellschaft. Wir leiden unter dem Unterschied zwischen Alleinsein und echter Einsamkeit. Unsere innere Bindungsangst und die Sucht nach dem Drama blockieren uns. Die App ist eine Lupe, aber nicht die Ursache. Wir müssen mutig sein und nicht der Technik die Schuld geben. Wir werden heute keinen von uns beiden zum Gewinner erklären,
Aber ich merke, dass wir trotz unseres sehr hitzigen Streits eine große Gemeinsamkeit gefunden haben. Ja, das stimmt. Wir sehen beide genau das gleiche Ziel vor uns, oder? Absolut. Wir alle suchen am Ende nur diesen einen seltenen Zustand. Den Zustand, wirklich ohne jede Maske gesehen zu werden. Die Angst zu besiegen und sich bei einem anderen Menschen völlig sicher und aufgehoben zu fühlen. Genau das. Unser Material hält noch viel mehr spannende Erklärungen bereit, besonders über die feinen Unterschiede zwischen Alleinsein und der tiefen Einsamkeit. Die wichtigste Frage bleibt am Ende aber für uns alle gleich. Sind wir heute bereit, die Maske endlich abzulegen? Oder wischen wir heute Abend lieber weiter nach rechts, in der leisen Hoffnung, dass das nächste Foto uns rettet? Danke für diesen Austausch. Danke. Danke fürs Einschalten beim Deutschlernen A2 B1 Podcast. Dein nächster Schritt zum Erfolg? Abonniere den Kanal und höre direkt in die nächste Folge rein. Bis gleich!